Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir befinden uns jetzt aktuell mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks. Man merkt aber auch schon langsam, aber auch nur einen Hauch, die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Krebs. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt. Eine Karte für dich, lieber Krebs, für diese Dekade. Schauen wir mal, wie die Energien bei dir sind. Es möchte sich keine Karte zeigen. Sehr introvertierte Energien. Ah, das ist sie. Die Kaiserin. Sehr schön. Eine sehr ergiebige, fruchtbare Zeit. Eine leichte Zeit. Eine Zeit, in der man in der man auch mal sich zurücklehnen kann und sich vom Leben beschenken lassen kann. Tatsächlich bist du umgeben von natürlichen Wachstumsprozessen, die schon bereits ihren Anfang genommen haben und jetzt aufblühen. Ne? Du musst nichts mehr hinzutun. Du hast schon alles an notwendiger Arbeit reingesteckt, damit sich ein gewisser Bereich in dein Leben möglichst gut entwickeln kann. Ne? Und jetzt geht es einfach nur darum für dich, geduldig zu sein, den Dingen in deinem Leben mehr Raum zu geben, damit sie schön wachsen können und aufblühen können und dich dann einfach beschenken lassen. Ne? Also wirklich eine sehr ergiebige, fruchtbare Zeit. Es kann auch eine sehr kreative Zeit für dich sein, ne? Dass du vor Ideen sprudeln könntest. Dass du hier auch anfängst, eine Idee oder ein Projekt in die Tat umzusetzen. Und es hat dann das Potenzial, dass sich das auf Dauer sehr positiv auswirken wird. Die Kaiserin ist auch eine gute Zeit für die Familienplanung, falls dir sowas durch den Kopf geht. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir beziehen könnte. Die Erinnerung. Es hat hier schon mit deiner Vergangenheit zu tun. Du hast auf diesen Zustand hingearbeitet und denkst auch positiv an die vergangene Situation zurück, an die vergangenen Wochen. Irgendwie sehe ich dich hier auch ein bisschen in Gefühlen schwelgen, in Erinnerung schwelgen. Nostalgische Gefühle kommen hier mir hoch und ich denke, du könntest dich auch im Moment viel mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen. Vielleicht sogar auch mit deiner Kindheit. Dass du hier viel irgendwie über die vergangenen schönen Zeiten nachdenkst und diese Erinnerung vielleicht auch in einen neuen Sinnzusammenhang stellst, weil du bist ja jetzt aktuell eine neue Person, eine weiterentwickelte Person als damals und so kann man die ein oder andere Sache plötzlich aus einer anderen Perspektive betrachten. Durch die aktuelle Entwicklung, in der du dich befindest, wirst du auch auf eine Weise transformieren und dich persönlich weiterentwickeln. Die Karten sagen mir hier, dass es hier etwas Wichtiges aus deiner Vergangenheit gibt, was du in das Neue mitnehmen sollst. Etwas, was dich wirklich persönlich ausgemacht hat. Etwas, was dich in deiner Persönlichkeit sehr bestimmt hat, sehr definiert hat. Daran sollst du jetzt wieder erinnert werden. Und ich glaube, du bist auch in gewisser Hinsicht auf der Suche nach dieser Erinnerung, ne, was das sein könnte. Irgendwie willst du das selber auch. Und die Karten sagen hier, dass es hilfreich für dich werden könnte, wenn du das auch tust. Das Wort, das ist ja auch interessant. Zum Ende der Dekade hin
Vielleicht wirst du tatsächlich etwas von deinen Erinnerungen aufschreiben oder irgendeine Erinnerung erinnert dich an etwas, das du aufschreiben wolltest. Das geschriebene Wort wird zum Ende der Dekade sehr, sehr wichtig werden. Und du fängst vielleicht an, etwas aufzuschreiben. Oder du fängst mit einem Tagebuch an. Oder findest ein altes Tagebuch. Oder schreibst einfach etwas anderes auf. Eine Geschichte aus der Vergangenheit, die du dir früher mal überlegt hast, die du dir früher mal erträumt hast. Und aus irgendeinem Grund erinnerst du dich jetzt wieder. Das ist wirklich interessant hier. Wenn du gar kein Interesse am Schreiben hast, ne, je nachdem, das ist ja auch jeder unterschiedlich, kann sich diese Karte auch so ausdrücken, dass du anfängst, deinen Mitmenschen mehr zuzuhören. Dass du auch dich mit neuen Menschen umgibst, neue Menschen triffst und deren Geschichten lauschst. Vielleicht auch eine Person, ne, wegen den anderen Karten, aus der Vergangenheit. Vielleicht triffst du dich mit einem alten Freund, einer alten Freundin, mit einem alten Familienmitglied und lauschst deren Geschichte. Ihr habt euch schon mehrere Jahre nicht gesehen. So wäre das dann. Und diese Person hat viel zu erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, interessant. Ich glaube, also mir kommt hier das auch sehr, es wird ja auch sehr ergiebig und wird zu einer Weiterentwicklung führen, aber es hat auch so was Familiäres, auch wenn das nicht unbedingt ein familiärer Kontext sein muss, aber trotzdem kommt mir irgendwie die Familie besonders hier durch. Die Hohepriesterin, eine typische Wasserkarte. Du lässt dich treiben, du lässt dich von deiner Intuition leiten, ganz in Vertrauen darauf, dass alles gut wird. Du lässt dich nicht stressen, du genießt den Moment und begibst dich in den Fluss des Lebens und lässt dich in dieser Energie treiben. Gibst dich total hin. Ich sehe hier viel Hingabe. Was ich sehr angenehm und sehr, sehr schön finde hier. Hingabe an deine Familie, an deine Liebe und auch Kreativität. Das sind die 3 wichtigsten Sachen dieser Dekade. Und du stellst fest, dass du viel Liebe in deinem Leben hast und viel emotionale Stabilität, dass du hier ein festes soziales Fundament hast. Dafür wirst du sehr dankbar sein und diesen Menschen sehr viel Wertschätzung entgegenbringen. Auf der emotionalen Ebene wirst du zu einer Vollständigkeit gelangen und plötzlich ja einfach das ganze Spektrum deiner Emotionen wahrnehmen. Und auf diese Weise eine intensive Erfüllung erfahren. Ja, das stabile soziale Netz, das gibt dir den notwendigen Halt, ein wenig weiterzugehen und weiter zu träumen. Hier geht es mehr um das Träumen, ne? Kreativität und Emotionalität. Sehr angenehm, also sehr schöne Energie. Und auch schon in der Vergangenheit warst du schon sehr glücklich. Du hast wahres Glück gefunden, Liebesglück. Ein geselliges Miteinander, offene, warmherzige Kommunikation, ein Gefühl der Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit trägt dich jetzt aktuell noch, ne? Sieht man ja auch hier in den 10 Kelchen. Also wunderschön. Also du bist gerade in einer sehr, sehr schönen Lebensphase, lieber Krebs. Sehr angenehm ist es hier. In dein Bewusstsein, der Prinz der Schwerter. Ja, je nachdem ist es eine andere Person in dein Leben oder diese Karte verweist auf dich. Hier haben wir eine Person der Luft. Könnte sich also um Wassermann, Waage oder Zwilling handeln, muss aber nicht unbedingt. Aber dann wäre das für dich leichter, das einzuordnen. Natürlich kann diese Karte sich auch auf dich beziehen, hatte ich ja schon gemeint. Manchmal ist es auch wechselwirkend.
Aber ich sehe bei dir noch, vielleicht ändert sich das in der weiteren, noch sehe ich sehr wenig Schwertenergie, sehr wenig Luftenergie. Du bist ja ein Wasserzeichen und bei dir ist auch sehr viel Wasser. Deswegen glaube ich, die Tendenz ist stark, dass es hier sich um eine andere Person handelt, die ein Luftzeichen sein könnte, aber nicht unbedingt muss. Das wird sich in eurem Leben jeweils unterschiedlich darstellen. Auf jeden Fall ist diese Person eher eine junge Person. Es könnte sich hier auch um einen Sohn oder eine Tochter von dir handeln. Oder diese Person ist aktuell einfach sehr unreif, agiert auf sehr unreife Art und Weise. Der Prinz der Schwerter hat viele Ideen, ist voller Ideen, sehr flexibel und spontan, ein sehr wortgewandter Mensch, mit sehr viel Witz auch. Aber er ist etwas unstrukturiert, etwas chaotisch und hat Schwierigkeiten, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Wenn das eine andere Person ist, dann machst du dir aktuell viele Gedanken um diese Person. Wenn diese Karte auf dich verweist, ja, dann wirst du dich aktuell so fühlen, wie ich das eben gerade beschrieben habe. Was denkt der Prinz der Schwerter? Huch, also irgendwie waren diese Energien ganz durcheinander. Wie der Prinz der Schwerter auch. Okay, aber diesem Menschen geht es gut. Dieser Mensch ist voller Freude, voller Glück, Leichtigkeit. Dieser Mensch kann frei und fröhlich seinen Neigungen und seiner Neugier nachgehen und findet darin sehr viel Erfüllung. Dieser Mensch könnte auch verliebt sein, sehr verliebt sogar, oder vielleicht einfach in das Leben verliebt, ne? Also hier sehe ich auch sehr viel Glück und Leichtigkeit und Witzigkeit auch, ne? Da zeigt sich eine Königin der Kelche. Und hier haben wir natürlich eine Paarsituation. Es kann auch eine Vater-Mutter-Kind-Situation sein, ne? Hier gibt es ein großes Gefälle aktuell im Reifegrad, ne? Die Königin der Kelche könntest schon viel mehr du sein, weil hier haben wir es mit Wasserenergie zu tun. Eine emotionale, fürsorgliche Person, die sehr viel Weisheit besitzt, sehr viel Empathie und für die eigenen Gefühle, aber auch für die Gefühle der anderen Verantwortung übernehmen kann. Eine tiefsinnige Person mit einem ganz besonderen Zugang zur spirituellen Welt und den Bereich der Emotionen und Träumen. Auch eine kreative, musische Person erkennt man hier. Und natürlich ist hier eine Beziehung zwischen diesen beiden Personen. Ne? Diese Beziehung kann sich jeweils anders gestalten, aber für viele von euch kann es sich hier um eine Liebesbeziehung handeln. Liebe ist auf jeden Fall im Spiel. Liebe vollzieht sich ja auf viele verschiedene Weise. Es kann eben auch eine familiäre Situation sein. Auf jeden Fall denkst du auch viel über diese Verbindung nach aktuell. Und du baust aktuell sehr viel Stärke auf diese Weise. Stärke, die du für dich behältst, die du intern aufbaust. Aber du bist entschlossen, wenn es notwendig sein sollte, wenn es drauf ankäme, wenn es Konflikte gäbe, die es aber nicht gibt, alles zu geben. Ne? Ich sehe hier sehr viel Entschlossenheit, für den Liebsten zu kämpfen, für deine Liebe zu kämpfen. Und dass du dabei bist, hier sehr viele, sehr starke Energien aufzubauen. Für die Zukunft. Ne? Dich auszurüsten mit richtig viel Energie. Du bist eben im Herzen einfach, sieht man hier, ein Kämpfer, eine Kämpferin. Sehr, sehr stark. Sehr viel Stärke baut sich hier auf. Und diese angenehme Situation in deinem Leben gibt dir auch ganz viel neue positive Impulse und ganz viel Power und Mut.
Aber diese ganze Power, diese ganze Tatkraft brauchst du im Moment gar nicht, weil alles sehr, sehr entspannt in dein Leben läuft. Aber für die Zukunft gar nicht verkehrt. Ja, hier die 3 Stäbe bei dir. Besonders zwischen den 11. und 16. Januar wirst du hier dich sehr energisch fühlen, sehr motiviert, sehr optimistisch sein. Ich sehe hier auch hohe Ziele deinerseits. Ne? Du möchtest einfach das Richtige tun. Du möchtest strahlen und glänzen und einfach ethisch 100%ig richtig handeln. Und bist auch zuversichtlich, das zu schaffen. Du bist voller Frühlingsgefühle und wirst dich belebt und voller Antrieb fühlen. Und ich sehe hier auch bei dir Verliebtheit, ne? Mit dieser Karte kann man sich sehr schön verlieben. Und wenn nicht in einen anderen Menschen, dann in das Leben. Oder in sich selbst. Oder eben in seine Familie, in seine Mitmenschen, ne? Hier sehe ich viele frische, neue, positive Gefühle. Die 10 Schwerter. Du machst Schluss mit negativen Gedanken. Du machst Schluss mit den Gedanken an sich. Also nicht mit allen, ne? Aber eben mit gewissen Gedankenmuster. Du brichst hier aus gewissen Gedankenmuster aus. Zu einer Situation in deinem Leben sagst du ganz klar, nein, das möchte ich so nicht mehr. Und das ist eine gedankliche Angelegenheit. Vielleicht etwas, was du von dir erwartet hast oder eine Verpflichtung oder eben ein Gedankenmuster, an den du schon länger geknabbert hast in den letzten Monaten. Ne? Was ein Gedankenmuster, was einfach dir nicht mehr gut tat, was dich immer in eine Spirale, in eine Schleife laufen ließ. Du kannst es hier jetzt durchbrechen. Du sagst einfach Nein zu diesen negativen Gedanken und öffnest dein Herz für einen anderen Weg. Oh, es ist schön. Wow. Eine neue Liebe in dein Leben. Eine neue Liebe in dein Leben. Ein neuer Bezug zur Liebe in dein Leben, zur Emotionalität. Das erste Kelch auf deine soziale Umgebung gerichtet. Also mit so einer Energie ist man mehr als verliebt. Mit so einer Energie spürt man die Quelle der Liebe und dass sich Liebe in deinen Herzen neu entfaltet hat. Man kann auch sagen, dass das Universum dir einen Kelch geschenkt hat, voller neuer Gefühle. Ein neuer Bezug zur Emotionalität, zur Liebe, freie, bedingungslose Liebe zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen und zum Leben selbst. Ne? Also wirklich hier eine ganz wunderbare Karte. Und falls du wirklich hier einen neuen Menschen in dein Leben kennengelernt hast, oder wenn ihr euch wieder aneinander angenähert habt, ist das wirklich was ganz Besonderes zwischen euch, muss ich sagen. Und ihr seid beide ineinander verliebt und durch eure Verbindung lernt ihr beide sehr viel über die Liebe und über den Bezug der Liebe. Also wunderschön. Sehr, sehr schön. Da beginnt etwas so richtig aufzublühen, ne? Wie ich das hier bei der Kaiserin gemeint habe. Ja, die Königin der Kelche. Ja, also ich habe die war ja hier jetzt schon präsent. Ja, je nachdem, ne? Ich habe ja auch diese Karte, es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass diese Karte sich auf dich bezieht, weil du ein Wasserzeichen bist, aber es ist nicht unbedingt so. Diese Karte kann durchaus
auch sich auf eine andere Person in deinem Leben beziehen. Ein anderes Wasserzeichen, eine Person, die dir sehr ähnlich ist, ein anderes Wasserzeichen. Fische, ein anderer Krebs oder Skorpion. Wenn du es mit einem anderen Wasserzeichen zu tun hast, dann könnte es sehr gut sein, dass du der Prinz der Schwerter bist, ne? Und dein Gegenüber diese Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, also wenn das der Fall ist und das ist eine andere Person in deinem Leben, dann zeigt diese Karte mir, dass du dieser Person näher kommen möchtest. Dass du noch mehr von dieser Person erfahren willst, dass du dieser Person einfach nah sein möchtest und alles über sie wissen möchtest. Wenn du die Königin der Kelche bist, wenn diese Karte auf dich verweist, und manchmal ist das ja wechselwirkend, dann sehe ich hier, dass du dich emotional weiterentwickeln möchtest, was du ja auch tust. Und du möchtest dich auch als dieser emotionale Mensch auf authentische Art und Weise, der du auch bist, ne? Dieser Mensch, du möchtest dich diesbezüglich positionieren und dich selbst verwirklichen. Du möchtest dich zeigen, du möchtest du selbst sein. Dann wäre das so zu interpretieren. Was erwartest du? Denkt die Königin der Kelche. Jetzt haben wir hier eine Prinzessin der Scheiben, die natürlich auch sehr stark mit den Prinzen der Schwerter in Verbindung stehen kann. Und dann sind wir hier bei Jungfrau, ne? Jungfrau oder Zwilling. Vor allem. Kann aber auch ein anderes Erdzeichen sein. Steinbock, Stier. Also wir haben hier alles. Wir haben hier eigentlich fast alle Sternzeichen, ne? Außer Schütze. Schütze wird es wahrscheinlich nicht sein. Obwohl, wie haben wir auch Schütze, ne? Also irgendwie haben wir doch alle Sternzeichen hier. Aber das Interessante ist. Also erstens erwartest du entweder von dir selbst oder der anderen Person, dass diese Person voller Leidenschaft ist, ne? Und sehr starke Gefühle für jemanden hat und diese starken Gefühle ausdrücken will. So, dann erwartest du, dass diese Königin der Kelche an die Prinzessin der Scheiben denkt. Und der Prinz der Scheiben und die Königin der Kelche sind miteinander verknüpft. Also ich würde schon sagen, wenn das hier also diese zwischenmenschliche Beziehung, egal wie das zwischen euch, wie diese zwischenmenschliche Beziehung näher zu bestimmen ist, ihr habt einen starken Bezug zueinander, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, und hier haben wir wieder diese Bedeutung. Also hier, guckt euch das an, ne? Also wenn das keine Verbundenheit ist, es kann eben auch, also der Reifegrad ist halt so immens unterschiedlich, ne? Das ist halt so das Problem. Aber das kann sich ja auch verändern, man kann sich ja auch weiterentwickeln. Das kann auch nur temporär sein. Oder es ist halt wirklich eine familiäre Situation. Dann könnten diese beiden auch zwei unterschiedliche Personen sein, ne? Vater, Mutter und Kinder. Möglich. Man kommt hier zu einer Vollendung. Zwischen den 16. und 20. Januar wirst du diese 10 Kelche auf eine tiefere Art und Weise erfahren. Du wirst hier starke Verbindung fühlen mit dir und all den Menschen in deiner Umgebung. Wenn es hier etwas Partnerschaftliches ist, kann man sogar von einer gewissen Verschmelzung reden. So intensiv ist diese Verbindung. Oder es bezieht sich eben auf eine größere Familie. Ne? Es entwickelt sich hier alles zur Vollständigkeit und erhält eine gewisse Tiefe
eine tiefe, harmonische Verbindung. Und gewisse Ideen, die hier so heranreifen, gewisse Ideen, wenn es hier auch um Kreativität geht, wirst du diese Kreativität miteinander, also die kreativen Ideen miteinander verbinden können zu einem großen Ganzen. Und das kann dir sehr viel Erfüllung und eine Sinnerfahrung bereiten. Ne? Also hier gibt es eine sehr tiefe, erfüllte, liebevolle Erfahrung für dich am Ende der Dekade zwischen dem 16. und 20. Januar. Das wird sehr, sehr angenehm und sehr erfüllend. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation, lieber Krebs? Deine Hingabe wird getestet. Die Hohepriesterin, ne? Hingabe, ja. Das kann ich nur unterschreiben. Du musst in dieser Dekade nichts erkämpfen. Es ist das Gegenteil. Du musst dich fallen lassen und den Entwicklungen vertrauen und dich hingeben. Deine Hingabe wird getestet. Finde ich hier unheimlich schön. Und wenn du vertraust und wenn du dich hier auf das Geheimnis der Hohepriesterin einlässt und dich treiben lässt, sehe ich hier wunderschöne, liebevolle Erfahrungen, die auf dich zukommen. Auch Befreiung von alten Gedankenmustern hin zu der Erfahrung einer neuen Liebe. Ja, und zum Ende der Dekade hin wird sich alles zusammenfügen und du wirst diese Entwicklung besser verstehen können. Dann schließlich. Ja, lieber Krebs, was für eine wunderschöne Legung. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, eine sehr erfüllte Zeit, dass du diese Energien positiv für dich zu nutzen weißt, dass du sie genießt und vor allem wünsche ich dir viel Hingabe. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.